Skifahren lernen als Erwachsene kann ganz schön herausfordernd sein, aber mit der guten Vorbereitung und einem richtigen Coach kann es trotzdem noch was werden. Ich habe heute einen dabei und der sollte eigentlich schon da sein. Schauen wir mal. Hi Maria. Hey Benni. In Tirol werden wir mit Ski geboren, gell? Das ist jetzt für die als Nordlicht ist natürlich ein bisschen schwieriger und anders. Aber wir werden das jetzt gut machen, das Skifahren lernen. Du bist gut aufgestellt und wir gehen das jetzt an, oder? Gemeinsam. Cool, ja, ich freue mich. Ja, ihm ja. Maria, da fehlt was, schaut's aus, oder? Also Maria, du hast einmal schon passende Unterwäsche an, muss ich sagen. Die Skisocken, da haben wir drauf, wenn du mal genau schaust. Also R steht für rechts, muss man genau aufpassen, links, richtig. Dann legen wir eine Hose an, eine wärmende, isolierende Jacke und dann natürlich drüber eine Hartschelljacke. Mit Kapuze, genau. Helm brauchen wir dann noch, Helm und natürlich die Skischuhe, klar. Ja, genau. Und die Hose drüber, perfekt. Handschuhe. Oh. Wenn wir dann gut angelegt sind, ist natürlich auch wichtig, dass wir eine schöne Sonnencreme draufgeben. Die Sonne am Berg ist sehr stark. Geht so? Ja, ein bisschen besser verreiben, sonst fallen wir gleich negativ auf da. Wir wollen ja nicht gleich als Anfänger durchgehen da, gell? Wollen wir die Ski? Dann geht's jetzt los, oder? Ja, warte vielleicht noch ein bisschen, weil so werden wir jetzt, glaube ich, sofort als Anfänger entlauft. Das wollen wir nicht. Gib mal her die Ski. Weil wenn wir ein bisschen gehen müssen, dann tut man am besten auch die Ski dann mal zusammen. Dann können wir sie entweder so tragen oder eben auf die Schulter. Das ist dann auch fast feiner. Du stehst ein bisschen vor. Schau, und theoretisch kannst du jetzt mit einer Hand, wenn du die Stecken da in diese gibst, hast die eine Hand sogar noch frei. Jetzt gehen wir wirklich. Jetzt gehen wir wirklich. Es war auf jeden Fall sehr gut, was du heute gemacht hast, dass du dir eine professionelle, ich denke jetzt einmal, ich kann es ganz gut erklären, aber es gibt viele Skischulen und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass man das macht als Anfänger. Einfach sich Hilfe und Unterstützung geben zu lassen. Und es ist auch wichtig, aufzuwärmen. Und dann tun wir ein bisschen Beinschwingen. Das ist eine Standardübung. Gell? Das dehnt ein bisschen. So dieses Armkreisen ist auch immer gut. Gute Übung. Und den einen zurück und den anderen vor. Das ist ja gleich Hirntraining. Ja, das ist ist nicht so leicht. Jetzt gehen wir so eine schöne Kniebeuge. Oh. Die Hände vor, also die Arme vor und dann hinten runter. So Kniebeuge ist eigentlich so eine richtige Grundübung, ganz Ein wichtig. bisschen eingerostet. Eingerostet, ja. Spannung, Spannung. Auch bei den Armen, ja. Ich glaube, Ja. ich bin warm. Du bist warm. Dann gehen wir's an. Schnaufen. Da wir die Ski mal hingeben. So, nebeneinander. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, da auf die Kanten, da wird man ganz schlecht. Jetzt wichtig, die Schuhe, dass die unten sauber sind, dass kein Schnee drauf ist, dass die Bindung ihre Funktion einfach auch ausüben kann, dass sie auch dementsprechend auslöst. Genau, alles perfekt. Dann hupf ich noch rein. Wenn das aufmacht, rutschen wir davor. Schaut kompliziert aus, es ist überhaupt nichts dabei. Da muss ich gar nichts mehr machen, das Nein. fährt einfach von alleine. Einfach vorrutschen, ja genau. Stehen bleiben. Genau. Und dann, wenn der Sessel kommt, einfach niedersetzen. Fertig. Stück ein bisschen auf die Seite vielleicht. Ja, genau. Super. Und was natürlich das nächste ist, wichtig, den da runtergeben, den Bügel. So Maria, jetzt kommen wir zum Ausstieg. Einfach den Bügel hochgeben, einfach aufstehen und wegfahren. Gar nichts Kompliziertes machen. Wir sehen kein Problem für dich. Was wichtig ist, auch das Tellerlift fahren, gerade am Anfang werden wir das immer wieder brauchen. Es ist aber nicht kompliziert, schaut ein bisschen kompliziert aus. Einfach den Bügel, den Teller sozusagen nehmen, runterziehen, zwischen die Beine geben und dann zieht einen der Lift schon hoch. Okay, das heißt, die in einer Hand. Genau, Stückchen in eine Hand geben, das ist richtig. Und dann einfach warten, bis der Bügel kommt. Und einfach nicht hinsetzen, sondern einfach stehen bleiben. Gell? Zieht die schon rauf. Maria, wichtig da weit genug vorfahren, beim Pizzi vorbei und dann auf die richtige Seite immer raus. Gell? Einfach wegschmeißen mit Bügel. Ja, perfekt. Super. Und gleich verlassen. Gleich weggehen da. Also Maria, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was hinter uns. Pizza, glaube ich, kannst du auch schon, was ich gesehen habe, oder? Ich bin ja schon ein, zwei Mal auf dem Ja, Ski ja. gestanden, aber ja,
Ja. Pizza schaut immer schon ganz gut aus. Jetzt geben wir mal die Stöcke weg. Die lassen wir jetzt einfach da stehen. Wichtig ist beim Skifahren immer den Talski belasten. Wo ist denn das Tal? Hang geht so runter, das ist der Talski. Wir fahren jetzt da so rüber, gell? Parallel, weil Pizza hast du schon drauf. Jetzt probieren wir ein bisschen parallel zu fahren. Gell? Und dann tun wir uns leicht entlasten, nach hoch sozusagen, ausstemmen, nur den oberen Ski, fahren wir die Kurve und dann tun wir den anderen, den oberen Ski dann beiziehen. Aufstemmen und da gehen wir da rein. Ja, genau. Und auf- und ausstemmen. Woo! Sehr cool. Sehr cool machst du das. Da haben wir fast ein bisschen Zeit, auch das zu genießen, was da so rund um uns ist schon herum mega passiert. schön hier. Ha, schon sehr cool, oder? Die Berge. Herrlich. Geht schon zu schnell? Dann machst du einfach ein bisschen Pizza. Ja, genau. Ein bisschen Pizza kann man das Tempo ganz gut kontrollieren. Ja. Gell? Jetzt stehen wir da runter, schau! Ja, Maria, jetzt bist du davon gefahren und du hast dich eigentlich in ein Gelände begeben, das überhaupt nicht geeignet ist für dich. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich auch recht unwohl hier Das, gerade. das kann passieren. Du merkst, es ist ein bisschen eisig. Gell? Das heißt, es ist wichtig, dass die Skier mal gut präpariert sind bei so einem Gelände. Und wenn man eben sich nicht mehr traut, ist es immer eine ganz gute Taktik, ein bisschen an den Pistenrand zu fahren. Das machen wir jetzt. Schau, jetzt sind wir schön am Pistenrand. Merkst du, da ist viel mehr Ripp und Schnee. Da ist kein Eis. Ja, rutschen wir runter. Und da unten haben wir es eh schon flach. Dann gleich diesen Weg fahren wir da raus. Jetzt. Dann sind wir schon gerettet. Ja, genau. Auch beim Skifahren gibt es Regeln, logisch, es muss überall ein bisschen Regeln auch geben. Die 10 FIS-Pistenregeln und die machen auch durchaus Sinn, muss man so ganz ehrlicherweise sagen. Im Prinzip Hausverstand einschalten, das ist immer schon sinnvoll. Da haben wir eben so einen Park, da können wir durchfahren und uns die Regeln sofort zu einfach anschauen. Okay. Also nicht an engen Stellen, so wie wir jetzt da Ja. stehen bleiben, das wäre mal Also gut. jetzt machen wir gerade eigentlich alles falsch. Ja, es ist nicht ganz optimal, aber es ist nicht so viel los, dann kann man das machen. Gehen wir es an? Jo. Kontrolliert fahren, deswegen, das ist natürlich auch wichtig, nicht zu schnell, immer so, dass wir es im Griff haben. Ah, du machst das perfekt. Nicht in der Mitte der Piste gehen. Gehen. Nach außen gehen. Also die beste Regel ist sicher die 11. aus meiner Sicht. Einkehrschwung bzw. Aussicht genießen. Ich glaube, es ist super, nach einem geglückten Skitag sozusagen die Aussicht genießen. Das einfach aufsaugen. Ja, ich glaube, das ist meine Lieblingsregel. Also, du hast heute schon sehr, sehr viel gelernt, Maria, muss ich sagen. Du hast dich ausgezeichnet geschlagen. Ich möchte dich jetzt entlassen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Übungsgelände für dich. Übung macht den Meister, wie wir alle wissen. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Skifahren. Vielen Dank für alles. Gerne. Es war ein cooler Tag. Ja, danke. Mach's gut. Ciao. Ciao. Boah. Jetzt?